Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream. Heute mit Fabian Ratzak. Jo! Alles klar. Lang nicht Hallo! gesehen. Schön, Grüß dass du dich. da bist. Ja, ich freue mich wieder hier zu sein. Und vielen, vielen Dank, dass du immer diese Reise auf dich nimmst, zu mir zu kommen. Gerne, Das gerne. ehrt mich, das freut mich sehr. Und natürlich kommt er nicht nur zu mir, sondern auch zu euch. Ne? Ist das nicht toll? Und wir sagen jetzt gleich mal Hallo an alle, die live im Chat dabei sind. Vielen Dank für eure Geduld. Wir wollten uns vorhin wieder einloggen. Software blieb kurz hängen. Eigentlich wollte der Horst noch Bier holen. Nein, Gott, das passt. Das machen wir nachher. Das machen wir nachher. Also, wir hoffen, dass Bild und Ton okay ist. Als wärst du da. Super. Wir haben schon Feedback. Sehr gut. Klasse. So, um was geht es heute? Heute geht es natürlich, wenn schon der Fabian diese Reise auf sich nimmt, hierher in den Süden kommt. Das ist übrigens ein bisschen wärmer bei uns wie bei dir. Das ist schön. Wir freuen uns, aber er hat gesagt, es macht ihm gar nichts aus, wenn es bei ihm ein bisschen kühler ist. Alles gut. Alles gut soweit. Er hat auch eine wunderschöne Gitarre am Start. Darüber Ja. werden wir auch kurz Genau, sprechen. da werden wir noch reden. Kann man es noch ein bisschen sehen. Da kannst du auch einiges erzählen, weil Ja. ich bin selbst neugierig. Ich habe meine Fred King am Start, sodass wir einen schönen Kontrast haben zwischen den beiden Gitarren. Super. Und das Hauptthema ist heute, wenn Fabian hier für euch da ist, macht euch bitte Gedanken auch später. Ich habe ihn gebeten, mir seine Top 5 Gitarrentipps auf den Weg zu geben. Und danach sollt ihr Fragen stellen. Und überlegt euch gut, welche Fragen ihr stellt, damit wir das optimal heute für euch da draußen. Alle Fragen sind erlaubt. Alle Fragen, so gut wie alle sind erlaubt, So gut wie alle. würde ich sagen. Cool. Wir legen gleich los. Saludos a todos, saludos auch von uns. Saludos. Ja, ich habe vorhin den Live-Chat eingeblendet und prompt ist die Software abgestürzt. Also wundert euch nicht, wenn ich den heute hier nicht ins Bild einblende. Ich lasse das mal lieber und gebe jetzt an den Fabian weiter. Und bevor wir loslegen, will ich kurz wissen, was du für ein Equipment hier am Start hast. Ja. Was ist das für ein schönes Teil? Also, ich habe hier eine Menzinger Preacher, nennt sich das Modell. Eine sehr, sehr schöne Les Paul-mäßige, also LP-Style-Gitarre, sagt man ja zu Neudeutsch. Und im Grunde genommen wie eine Les Paul. Super geil gebaut. Die hat auch so ein paar, man hier hört, so ein paar Hohlkammern, was aber nichts macht, weil die Gitarre wirklich fantastisch klingt, finde ich. Und was hier noch besonders ist, einmal ist die Cryo getuned. Jetzt werden viele sagen, oh ja, ab damit, das ist nichts für mich. Aber das hat der Gitarre wirklich extrem gut getan. Also die klingt wirklich Cryo fantastisch. getuned bedeutet? Cryo getuned bedeutet, dass die quasi tiefgekühlt würde bei, ich glaube 100, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube 180 Grad oder irgendwie sowas, über ein paar Stunden. Deswegen gibt es auch hier diese schönen Risse. Ich weiß nicht, ob man das wirklich so einfangen kann. mit der Warte mal, Kamera. ich gehe mal auf die zweite Kamera Die hier. zweite Kamera. Da sieht man das wirklich gut. Also es sieht wirklich super gut aus. Und das Aussehen ist mir gar nicht so wichtig. Ich habe natürlich dann auch erstmal gedacht, als sie angekommen ist, die sieht ja richtig geil aus. Aber fantastisch war, als ich die alleine trocken Die angespielt habe. Risse waren vorher nicht da? Die Risse waren nicht da. ist Die ja sind Hammer, alles durch ne? den, ja genau. Und hat der Jörg Walter heißt der das macht mit dem Cryo-Tuning, hat auch gesagt, von der Optik her und ist wirklich gelungen. Ne? Das ist wirklich super cool. Aber die Pickups hast du nicht tief gekühlt. Die Pickups, nein, die sind nachträglich reingekommen. Das sind Kloppmänner. Einmal hier 57er Set, wenn wir schon Werbung machen, hier ordentlich. Und hier das 60er Set. Danke nochmal an Andreas und Christoph, die das ermöglicht haben. Die haben ja die eingebaut und dann bin ich mehr als happy. Also Kloppmann Pickups. Kloppmann Pickups, ja. Ich habe für meine Hartung übrigens zufälligerweise auch die 57er Ja. Pickups gewählt, aber der 60er hier, der hat mich ziemlich angemacht. Vorhin habe ich drauf Der gespielt. drückt schön. Ne? Der drückt schön. Ja. Ja. Sollen wir es mal hören? Ja. Hören wir Spiel auch mal ein direkt, bisschen. Rock ein bisschen. Achso, das ist der Clean Sound. Warte. Ein bisschen mehr Pfund. Also drückt ohne Ende, würde ich mal sagen. Holy smoke. Das macht Spaß. Auf jeden Fall. Das macht wirklich Spaß. Ich bin hier so an der Schaltzentrale. Ne? Genau. Aber das Geile ist, die kann auch genauso schön. Es ist der gleiche Sound, wir haben es nichts geändert. Und wenn ich jetzt auf den Halstonabnehmer gehe und mal so ein bisschen zurückdrehe, einen wunderschönen Clean Sound.
macht also Spaß. Ganz Kann man alles verblüffend, machen, wie akustisch präsent. Absolut. Selbst wenn man jetzt, sage ich mal, komplett ohne, ich weiß nicht, ob man das wirklich bei YouTube hört, aber Doch. er hat einen super schönen, offenen, strahlenden, wie man das schön immer sagt, Sound. Und wie gesagt, also ich bin ja normalerweise Strat-Spieler, viele werden da denken, spielt jetzt auch immer Les Paul. Also Les Paul spiele ich natürlich sehr gerne auch. Ist so mein zweites Steckenpferd, weil das eigentlich auch die Gitarre ist, mit der ich angefangen habe. Also nicht die, sondern die Les Paul. Deswegen habe ich da auch so eine besondere Verbindung zu. Trotzdem, ich glaube, die Strat ist meine Nummer 1. Aber es ist schwierig. Manchmal ist das die Nummer 1, das wechselt sich immer ab. Also sagen wir mal eine freudige 2. Geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich. Kennst du selber. Ja. Sehr schön, sehr schön. Super, Fabian. Ja. Also vielen Dank für den kleinen Exkurs zu deiner Gitarre. Danach können wir auch noch wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wenn ihr Fragen gerne. habt zu dem Thema, Genau. können wir dann schon mal noch ein bisschen was erzählen. Ich kann euch auch sagen, woher die Schrauben kommen. Und so. Was nicht zu Voodoo werden lassen. Nicht zu Voodoo werden lassen. Yes, baby! Ich habe hier Amber Pickups in dieser Gitarre und jetzt bin ich auch total happy mit ihr. Ne? Glaube ich, ja. Die Wilkinsons waren okay, die drin waren, aber das hier hat sie auf einen neuen Level gebracht. Das ist auch ein Marshall übrigens. Geil. Geil, ja, schön perlig. Schön perlig, genau wie wir es uns wünschen. Und das auf ein Spiderchen. Ja, genau. Also viel Potenzial. Schön, ja, echt schön. Lieber Fabian, Ja, kommen wir gleich zum Punkt. Kommen zur Sache. Und kommen wir zur Sache. Du kennst mich, ich mache da nicht lang rum. Ne? richtig. Ich habe mir Gedanken gemacht, wenn du aus deiner Erfahrung uns ein bisschen teilhaben lassen könntest, so ein bisschen auch aus deiner Geschichte, wie die Gitarre in dein Leben gekommen ist, haben wir ja im letzten Video schon ein bisschen geschwätzt und das alles. Aber heute gehen wir so mehr auf den Punkt ein. Was waren so die Highlights, die dein Spiel sozusagen wirklich, wirklich aufgewertet haben? Ne? Also da definitiv, wenn man da so, ich nenne das immer so das mikroskopische Üben. Das heißt, wenn du wirklich, auch da zum Thema Üben werde ich gleich auch nochmal was sagen, was ich da so beobachte und was ich auch selber bei mir beobachte und was mir sehr geholfen hat. Wichtig ist für mich, finde ich, die Tongestaltung. Wie entsteht ein Ton? Klar kann man jetzt sagen, okay, jetzt schlage ich den Ton an, dann ist er da. Ne? Aber es gibt da ja verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten. Wo schlage ich zum Beispiel an? Nehmen wir mal zum Beispiel hier den... Willst du einen reinen Clean Sound auch haben? Ja, ich Mach kann das dir Noise, schön... vielleicht das Noise Gate weg einfach. Nur das Noise Gate. Das Noise geht das raus. reicht schon. Ja, ich dachte mir schon, weil du magst das eher oben. So. Der ist so nebengeräuscharm. Ja. Also wirklich, der ist gnädig. So, ich sag mal, wenn wir jetzt, sagen wir spielen eine Pentatonik, die kann glaube ich jeder. Sagen wir die A-Moll-Pentatonik. Die hat jeder schon mal irgendwie gespielt. So, und was ich immer beobachte, dann viele Schüler spielen das dann so. Ist nichts gegen einzuwenden, das ist die gleiche Tonleiter. Aber Leute, also was ich so beobachte, die Töne machen nicht die Musik, sondern die Art, wie man sie spielt. Was ich zum Beispiel immer gerne mache oder meinen Schülern mitgebe, ist, ich nehme mir 3 Töne aus der Pentatonik. Und in dem Fall nehme ich mir jetzt zum Beispiel mal den Ton A, ja, dann C, ja, genau, nehme ich mir die 3 Töne A, C und D. Ja, das wären jetzt, wenn man in Intervallen denkt, wäre das der Grundton, die Terz, ja, okay. Und wenn man damit jetzt mal versucht, mit diesen 3 Tönen alleine mal Musik zu machen. Ich versuche das jetzt mal zu demonstrieren. Ich nehme wirklich nur die 3 Töne. Wenn du möchtest, Horst, du kannst ja irgendwie so ein A-Moll einfach so ein bisschen... Genau. Ich darf aber auch wirklich nur die 3 Töne benutzen. Ich darf aber auch Bendings einbauen. Genau. War ein Vierter drin? Ja, war ein Vierter drin, ganz zum Schluss. Okay, aber es geht einfach darum, finde ich, dass man versucht zu hören, was man eigentlich macht, dass man sich selber zuhört. Weil, sollen wir mal so ein Negativbeispiel machen? Das macht immer viel Spaß. Ein Negativ. Ja, bitte. Gleiche Begleitung? Ja, alles gleich.
dafür. Es klang fast, als ob ich gespielt hätte. Nein. Aber das war jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt einfach irgendwas gespielt und da liegt der Hund begraben, sage ich immer. Und ich habe mir selber gar nicht zugehört. Weil, wenn ich vorher weiß, ich finde, man sollte immer, das finde ich das Allerwichtigste, eine Vision haben, was will ich jetzt machen und wie soll es ungefähr klingen. Ne? Also ich bin jetzt nicht bei dem Level, wo man erstmal lernen muss, wie klingt die Pentatonik. Da ist klar, da muss man am Anfang wirklich erstmal seine Ohren dran gewöhnen. Das heißt, man muss das muss man wissen. Aber der nächste Schritt dahin, dass man sich davon löst und damit Musik, um Musik zu machen, finde ich, sollte man immer die Phrasen vorhören. Und ich mache das zum Beispiel so, sagen wir spielen. Selbst wenn ich die Töne nicht hundertprozentig treffe, sagen wir, ich würde singen. Und ich vertue mich vielleicht. Okay, kann passieren. Aber nicht schlimm. Ich versuche dann von dem Fehler, den ich eingebaut habe, den versuche ich dann zu glätten. Zum Beispiel. Ja, jetzt habe ich sowas ein bisschen Orientalisches eingebaut, indem ich den ganz schnell zurück habe sliden lassen. Das wäre zum Beispiel eine Sache. Aber so, ich schreibe nur ein, weil ich einen guten Gedanken habe. B.B. King hat gesagt, the next right note is always a half step away. Bin ich ganz dabei. Also der nächste richtige Ton ist ja immer nur ein Halbton weg. Ja. Deswegen ist das ein super Beispiel. Also mach ruhig weiter. Ja. Oh, ein Chorus drauf. Und genau, was man dann zum Beispiel... Achso. Sehr geil. Genau. Und dann kann man natürlich, was ich jetzt auch bewusst gemacht habe, mal versucht, das finde ich zum Beispiel sehr wichtig, wo schlage ich an bei der Gitarre, weil wir haben hier so ein Riesenfeld und ihr glaubt gar nicht, wie viele unterschiedliche Sounds da drin stecken. Ne? Allein wenn ich jetzt, sage ich mal, normal anschlage, wie die meisten das machen, so zwischen dem Pickup, ich nehme jetzt mal ein paar andere Töne, klingt das sehr warm. Wenn ich das jetzt sehr weit hinten anschlage, habe ich so ein bisschen sowas Nasales, was aber geil klingen kann. Ich kann aber zum Beispiel, was ist denn, wenn ich eine Mischung mache? Das heißt, ich habe dann, wie wenn ich etwas erzähle, zum Beispiel, der Wolf ist im Wald. Ja, erzähle ich auch nicht, der Wolf ist im Wald. Ich versuche das ein bisschen spannend aufzubauen. Hurz, genau. Ja, genau. Das Lamm, genau, exakt. Und Lamm. Und das könnte man dann hier zum Beispiel, so übe ich das oder so versuche ich das auch zu vermitteln. Einfach, nehmt euch einfache Dinge, 3 Töne maximal und versucht da das absolute Maximum rauszuholen. Weil wir haben hier immer noch keine Slides gemacht. Wir haben zwar Bendings eingebaut, aber ich könnte ja auch... Schon bin ich bei Steve Vai. Ne? Ja. Also der benutzt das sehr oft halt. Ja. Ne? Oder ich könnte es umspielen. Und schon habe ich sowas Leichtes. Oh, das klingt aber interessant. Ne? Und wie gesagt, bei allen Dingen, was ich immer beobachte, auch damit, es klingt aber jetzt auch noch nicht so geil. Natürlich nicht, weil man muss sich damit auseinandersetzen. Es braucht viel Zeit. Man muss sehr viel experimentieren und vor allen Dingen auch, man bekommt so eine Vision, aha, so kann das klingen. Das heißt, du musst immer, finde ich, mental die Vorstellung haben, so klingt es und so wende ich es dann an. Die Idee entsteht im Kopf, weil Musik soll ja auch im Kopf stattfinden, nicht auf dem Instrument. Das ist was, glaube ich, das, was ich jetzt momentan auch so am meisten begreife. Ich meine, man lernt ja jeden Tag neu dazu, aber das ist so ein Ding, was mir so in letzter Zeit immer mehr bewusst wird. Dass ich eigentlich gar nicht mehr so viel über Tonleitern, Skalen und da kommen wir aber auch gleich auch noch zu, denke, sondern vielmehr, was weiß mein Ohr schon, was kennt mein Ohr schon. Und dann, neue Tonleitern muss ich dann natürlich wieder anders lernen, damit die Ohren das überhaupt begreifen, was passiert da jetzt, was ist alteriert. Und wenn du jetzt mit diesen 3 Tönen, mit ein paar Bendings und Klar. phrasierst und arbeitest und Freude dran hast, ist für mich dann der nächste Schritt, wo ich sagen würde, die 3 Töne liegen auch an anderen Stellen auf der Gitarre. Der einfachste ist dann, springe mal Oktave. Exakt, genau. Bin ich hier in der ersten Position der Pentatonik, dann gehe ich mal hier hoch Exakt. und guck, was kann ich da rausholen. Genau. Ne? Und dann hinterher die Kombination. Und dann das die sind Kombination. Dann findest du vielleicht einen schönen Endton, in dem Fall die None, wenn du darauf landen willst. Und so lernst du halt immer mehr dazu. Kommt eins zum nächsten. Sehr, sehr schön. Habt ihr gehört, wie schön die None klingt? Ne? Zu A ist das ein Super H. schön, ja. Ne? Wunderschöner Klang. Hast du ein... Ich will nicht zu sehr, ich will, Nein, dass du... nein, Aber nein, ich nein. stelle so Frag Fragen. mich.
besser. Hast du ein, zwei Favoriten bei den Intervallen, wo du sagst, das ist so etwas, was mir sehr gefällt? Es kommt sehr auf die Situation an. Aber was ich zum Beispiel sehr gerne mag, wir können natürlich das Beispiel A-Moll, D-Moll gerne machen, ist zum Beispiel auf der jeweiligen Terz zu landen. Weil das klingt immer fürs Ohr sehr gut. Und da gibt es ein gutes Konzept beim Üben, indem man, das nenne ich die sogenannte 5-Ton-Methode, wenn man erstmal übt, ich sag mal von A-Moll, dann auf das D-Moll zu gehen. So, wenn ich jetzt 1, 2, 3, 4, jetzt kommt mein Zielton. Wenn ich jetzt, sagen wir, die A-Moll-Pentatonik spiele, so, jetzt bin ich auf der Terz gelandet. Bending zur Terz. So, und dann versucht man halt durch diese Akkord-Changes zu spielen. Wir haben jetzt die Akkordfolge gehört. Ich spiele jetzt mal alleine und hoffe, dass man die Akkordfolge trotzdem raushören kann. Es macht nichts. Aber es soll ja auch Musik. Das meine ich. Es soll ja schön sein. Ne? Und was ich ganz wichtig finde beim Üben, das ist zum Beispiel so ein Ding, man sollte es schon ein bisschen konzentrierter üben, längere Zeit. Und dann aber auch versuchen, mal ein bisschen ins Wasser zu springen und das zu verbinden mit etwas, was ich gerade höre. Weil ich habe jetzt gerade noch so ein E7 gehört. Ja. Da zum Beispiel, um das einzubauen, das sagen wir, es wäre A, D, dann. Und dann gehen wir halt wieder zurück zum A. Und das habe ich halt versucht so einzubauen. Das sind so Standardkadenzen, die man auch üben sollte, finde ich. Es gibt so bestimmte Akkordbewegungen, die kommen überall vor, im Blues, im Jazz, im Rock und so weiter. Wenn man die geübt hat, dann, das meine ich, dann hat man ungefähr eine Vorstellung, wo man denkt, okay, das ist der Sound, da will ich hin. Sehr gut. Super Tipp. Danke. Super. Nichts Besonderes eigentlich. Das sind so Standardtipps, aber ich hoffe, es hilft dann irgendwie. Das ist das Wichtige. Auf eure Fragen gehen wir nachher ein. Jetzt gehen wir erstmal durch die 5 Tipps von dir und dann gehen wir auf die Fragen. Genau. Ja. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was ja auch sehr beliebt ist, zum Beispiel Griffbrettorientierung. Also da bekomme ich die meisten Anfragen, wie lerne ich dieses Griffbrett und wie kann ich es unterteilen. Ich weiß nicht, gerade mein Thema, gerade gestern. Ja, habe ich gesehen, super gut, hast du sehr gut gemacht. Ja, danke schön. Und ich finde, es gibt mehrere Methoden, es gibt nicht nur diesen Stein der Weisen. Nee. Ne? Ich zum Beispiel bin ein Riesenfreund von dem Cage-System. Ja. Das bedeutet im Grunde genommen, dass man sich an den Akkordtypen orientiert. Als Beispiel, wenn wir zum Beispiel von C-Dur ausgehen und wir gehen in der A-Form, dann bedeutet das, sagen wir haben einen offenen Akkord A-Dur, der sieht so aus, den kann jeder spielen, denke ich mal. Jetzt stellen wir uns vor, hier oben hätten wir noch einen Bund, das heißt, hier legen wir unseren Barré-Finger auf. Das heißt, hier haben wir A-Dur, jetzt müssen wir, bis wir hier sind, hier haben wir jetzt C-Dur. Ja, so, und was wir jetzt hier machen, wir üben dann diese Tonleiter. Ich spiele sie einfach erstmal. C-Dur im Prinzip. So, das ist die C-Dur-Tonleiter. Und davon haben wir, weil es ja Cage-System heißt, es besteht aus 5 Buchstaben, haben wir 5 Positionen, die wir üben müssen. Das ist im Grunde genommen alles, um die Dur-Tonleiter und natürlich auch hinterher die Modes und die Moll-Tonleiter, aber in dem Fall die Dur-Tonleiter, super zu verstehen. Und so orientiere ich mich zu, sage ich mal, 70-80% auf dem Griffbrett. Das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Das könnte man zum Beispiel gut machen. Es gibt auch das sogenannte 3-Note-Per-String-System. Das kann man auch benutzen. Dann finde ich den Nachteil nur vom Lernen her, weil da müsst ihr 7 Positionen lernen, wenn ihr das ganze Griffbrett erschließen wollt. Und beim Cage-System sind es nur 5, deswegen finde ich es einfacher. Und, aber es ist natürlich immer, es ist wie bei allen Dingen, es ist immer der Mix. Je mehr du weißt, desto besser ist es. Also ich habe alle gelernt, zumindest meine ich alle, die meisten Sachen zu kennen. Das heißt, das Cage-System, 3-Note-Per-String, auf einer Seite finde ich extrem wichtig oder auf 2 Seiten oder auch mal völlig random, dass man wirklich denkt, okay. Es gibt ja, also wir haben ja die Dur-Tonleiter mit ihren 7 Tönen, genau, wie ich das gezeigt habe, aber du hast auch 5 Positionen Dur-Tonleiter, die auf den Pentatoniken liegen. Genau, das natürlich. Die sind auch sehr wichtig. Ja. Und dort hast du
meistens auf der H-Seite, also nur 2 Töne, wenn man das richtig in Erinnerung hat. Die sollte man auch kennen, sind auch sehr wertvoll. Ja. Und eben das mit dem Cage-System, das ist auch nochmal vielleicht ein Thema für einen Kurs. Absolut, das sollte man würde machen. mich sehr freuen. Ich übe das zum Beispiel nicht täglich, aber sehr oft. Und ich mache das so, ich mache es mal einmal vor, damit man es wirklich mal weiß. Also ich spiele die Tonleiter, die hatten wir gerade. Ich spiele sie trotzdem einmal. C-Dur-Tonleiter. Jetzt spiele ich die C-Dur-Pentatonik. Ganz bewusst spiele ich keine spezielle Rhythmik, nichts Besonderes. Ich gucke wirklich nur erstmal, dass ich die Fingersätze einfach spiele. Ganz, ganz grob runterspiele. So, als nächstes würde kommen der C-Dur-Dreiklang. Ich sprach das Waldhorn, das klingt immer so ein bisschen so. So, das wäre der nächste. Dann kommt das C Major 7 Arpeggio. So, und das war's schon. Wir haben die Pentatonik gehabt, wir haben den Vierklang gehabt, den Dreiklang und die Tonleiter. Und so übt man es. Ne? Ja. Was ich aber noch als Tipp geben möchte, ist, dass man, wenn man über diesen Punkt hinaus ist, dass man die Finger, dass man sich nicht mehr konzentrieren muss, das zu üben, bitte sagt die Intervalle mit. Ich mache das immer so, zum Beispiel Root, Third, Fifth, also das wäre jetzt auf Englisch, ich kann es auf Deutsch machen. Also ich benenne die Intervalle in Zahlen, ist leichter. Also 1 Grundton, 3 ist dann die Terz, große Terz in dem Fall, dann haben wir die Quinte 5. Und ich würde das dann so üben. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5 und genauso rückwärts. Ja, und das halt durch alle Geschichten durchspielen und üben, weil so, wenn der Horst jetzt zum Beispiel, sage ich mal, ein C Major 7 Akkord spielt und ich möchte jetzt zum Beispiel die None spielen, dann weiß ich automatisch, hier ist meine None. Oder ich weiß, hier ist meine Terz. In dem Fall ist es dann genau, exakt. Da wäre es die Terz über F, exakt, genau. Und so kann ich mich dann orientieren und da sind wir wieder beim Thema Griffbrettorientierung. Das heißt, ihr lernt automatisch von einem Akkord zum anderen zu spielen, weil das ist ja das, wo viele, also da bekomme ich die meisten Anfragen, wie kann ich denn jetzt über so Akkordwechsel spielen? Ja. Weil über einen Akkord spielen ist eine Sache, aber wenn die Akkorde wechseln, sollen wir da auch nochmal ein Negativbeispiel machen, würde ich gerne machen, wenn wir von C-Dur zu F Major 7 spielen und ich lande zum Beispiel bei dem, ja, lass uns das einfach mal machen, bei dem wenn du F spielst und wir gehen auf C zurück, lande ich mal auf dem F. Dann werdet ihr sehen, dass das nicht so schön klingt. Achtung! Der will hier hin. Ja. Dann geht's. Ne? Dann geht's. Ja, exakt, genau. Und das sind so Dinge, die will man vermeiden und die kann man üben. Ja? Und du magst ja solche Themen auch auf deinem Patreon-Kanal. Genau, exakt. Darf ich da, verlinke ich dich dann, unter dem Video verlinke ich deinen Patreon-Kanal dann. Darauf gehe ich dann rein. Und dann weil das sind fortgeschrittenere, sehr, sehr wertvolle Sachen. Natürlich, das muss man sehr wertvolle Tipps, ihr Lieben. Und beinhaltet natürlich den Wunsch auch wirklich hinter diese Dinge zu steigen auf der Gitarre. Und da würde ich gerne dann dich verlinken. Ja, sehr gerne. Okay, Dank. Super. Danke weil sonst, wir müssen, deine Tipps sind sehr, sehr hochwertig gerade. Ne? Okay, alles gut, danke. Nee. Ja, klar. Du musst immer denken, wir haben ich verstehe das alles. Sebastian versteht es und ich bin sicher auch einige sind draußen, die richtig gut sind, theoretisch. Ich will von dir noch 2, 3 Praxistipps, die den Leuten helfen, wo sie sagen, das ist so, mein Steckenpferd ist immer, was kann ich ihnen mitgeben, dass sie sofort eine Verbesserung empfinden. Entweder beim Spielen oder beim Ton. Dann versucht alles, was ihr spielt, also wenn ihr übt, versucht es mitzusingen. Glaubt mir, das wirkt wirklich Wunder. Wenn man vorher, weil dadurch trainiert man auch das innere Ohr und alles, auch wenn man noch nicht so, wenn man denkt, ja, Mist. Ich erinnere mich an eine Sache mit der Pentatonik zum Beispiel. Sagen wir, ich würde spielen. So, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das geht einfach von alleine. Ja? Und natürlich kann man sagen, ja, du hast dich jetzt in der letzten Sekunde verbessert, indem du den Ton dann reingesungen hast. Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zumindest die Pentatonik-Sachen singen kann und sofort spielen kann. Weil ich weiß, wie sie klingen. Aber ich habe die damals auch so geübt. C,
Schlagzeug, ich habe dann ich habe dann versucht, den Ton zu halten und dann den Ton zu spielen. Also, nochmal. Sagen wir, ich möchte diesen Ton hier, diesen Ton. Den will ich jetzt hier gegen hören. So, habe ich ihn getroffen. Es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt so eine mega Stimme haben muss oder toll singt. Das tue ich auch nicht. Es geht nur darum, dass man ungefähr die Tonhöhe trifft, dass man weiß, wie die Sache klingt. Und wenn ihr das jetzt nur mit 3 Tönen macht und damit mal versucht dann spiel mal. So, dann kann man mit diesen 3 einfachen Tönen wieder einfach super coole Musik machen. I like it. Ein fantastischer Tipp. Also ich kann es nur unterstreichen. Ging mir genauso, hat tatsächlich mein Gitarrenlehrer mir für dieses Beispiel, was du jetzt gebracht hast, damals George Benson vorgespielt, ja, okay, als George ich Benson 16, 17 war und ich, oh Gott, wie geil ist das denn? Und natürlich hat er mir David Gilmour vorgespielt, weil er bei manchen Solos das auch macht, Wish You Were Here zum Beispiel. Ja. Und ich habe gedacht, ich habe ja gleichzeitig einen Gesangsunterricht genommen und habe gedacht, komm, das probierst du mal aus. Und tatsächlich in der Pentatonik ist es am einfachsten. Ja, genau, weil das halt so im Ohr ist. Ne? Das ist das Schöne, weil man die so oft geübt hat. Und das ist ja immer, man will dieses, Entschuldigung, dass ich jetzt sagen muss, dass in dem Modus bin ich manchmal auch, dieses hirnlose Spielen eigentlich vermeiden. Wo man einfach nur die Finger bewegt und jeder hat das mal, man ist da nicht so gut drauf und dann, keine Ahnung, was ich jetzt spielen soll. Ne? Das will man halt vermeiden und der Trick ist folgender, probiert doch mal Folgendes. Nehmt eine Akkordfolge oder einen Akkord, lasst das Backing oder was ihr spielt laufen und versucht mal ein Solo zu singen. Ja? Ohne zu spielen? Ohne zu spielen, Wow, ohne zu spielen. okay. So, danach macht ihr Stopp. Das nehmt ihr auf dem Handy reicht eben, Ja, muss keine gute Qualität sein. Und danach spielt ihr ein Solo und dann vergleicht ihr mal beide. Und ich wette mit euch, das gesungene Solo wird besser sein. Wow. Alleine rhythmisch und wie man phrasiert, weil darum geht es ja. Ne? Dieses Negativbeispiel, was ich vorhin genannt habe, einfach so die Töne nur spielen, das klingt dann halt immer so ein bisschen ausdruckslos. Ne? Und wenn man jetzt ein Solo singen möchte, stellt euch vor, ihr seid ein kleines Kind und habt eine Gitarre in der Hand oder man sagt zum kleinen Kind, hier hast du eine Gitarre, spiel das beste Solo der Welt. Das Kind kann das. Der Erwachsene, der ist so verkopft, der sagt, kann ich nicht. Und da ist der große Unterschied. Tolles ich glaube, man muss wieder so ein bisschen Kind werden, gerade wenn man sowas macht. Oh, ich liebe dieses Beispiel, das du jetzt gebracht hast. Und ich kann es zu 100% unterstreichen. Es passt wahnsinnig gut, was du jetzt gesagt hast. Habe ich bei mir selbst schon festgestellt, wenn ich das singe, was ich spiele, spiele ich andere Dinge plötzlich. Ja. Denke ich, begleit mich mal. Und ich mache mal so einen Spaß. Yeah, genau, sehr gut. Cool. Ja. Und das funktioniert, man kann das wunderbar. Es gibt ein ganz tolles Video von Bobby McFerrin, Sir Bobby McFerrin, wo er dem Publikum die Pentatonik eigentlich gar nicht beibringt, sondern nur sagt, die Seite singt jetzt diesen Ton. Diesen. Und am Ende singen die ein ganzes Solo während seines Konzertes allein mit den 5 Tönen der Pentatonik. Fantastisch, ja. Vielleicht finde ich das Im Grunde genommen die Pentatonik, also es kommt ja auch immer darauf an, was für eine Stilistik möchte ich bedienen oder was möchte ich überhaupt spielen. Und mit der Pentatonik kann man so viele schöne Sachen machen. Man muss jetzt gar nicht so abgefahrene Sachen lernen. Also ich finde es wichtig, erstmal mit der Pentatonik solide umgehen können, sodass man, wenn man sich selber zuhört, dass man denkt, ey, das ist jetzt gar nicht so schlecht. Dann ist man, finde ich, bereit für den nächsten Schritt. Ne? Oder? Ja. Weiß nicht, wie du das Nee. siehst. Ne? Also ich habe zum Beispiel auch so angefangen. Ich habe nur früher Pentatonik geübt und Licks gelernt und wie auch immer. Dann kommt der nächste Schritt. Ja, das ist wunderbar, das Beispiel. Dieses sich trauen, ich weiß, viele denken dann, ja, ich kann ja nicht singen und du musst nicht singen können. Die Töne der Pentatonik bekommst du hin, das ist völlig problemlos. Weil bei uns ist es so, unsere Stimmen sind ja in bestimmten Frequenzen
aufgeteilt. Der eine hat eine sehr hohe Stimme, eine andere hat eine sehr tiefe Stimme. Ja? Und wenn ich hier spiele, das wären die Töne, aber ich kann so, ich kann so eine Oktave tiefer singen. Also das funktioniert. Oder Terzen. Oder Terzen. Dann Das ist schon ein bisschen fortgeschritten. fortgeschritten. Okay, super Tipp. Vielen Dank. Ja, auch ein Standardding. Aber wie gesagt, das sind so, ich sag euch eins, je mehr man weiß, desto weniger weiß man. Das ist auch im Leben so. Und das ist eine Sache, die ich immer wieder beobachte. Wenn ich Anfängern versuche, etwas beizubringen, dann merke ich manchmal selber, von dem kann ich noch was lernen. Auch wenn es ein Anfänger ist. Weil der vielleicht mal, gibt so bestimmte Akkordfolgen, die hat man schon 1 Million Mal gespielt und dann denkt man, okay, dann machen wir das jetzt heute wieder. Und dann spielt er auf einmal einen anderen Fingersatz und dann denkst du, verdammt, ja klar, ist doch viel einfacher so. Ne? Oder dann auf gar keinen Fall eingreifen und sagen, das geht jetzt aber nicht, so kannst du es nicht spielen. Ne? Das sollte man nicht tun, sondern auch mal da, also man kann überall lernen, man sollte immer lernbereit sein. Ne? Man sollte immer ein Open Mind haben. Ich weiß noch, wo ein Schüler zu mir kam und sagt, kannst du mit mir diesen Song machen? Ich fällt der Titel jetzt nicht ein, aber ich kann die Akkordfolge noch. Und ich fand den so geil. Und dann das offene C Major. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Kommt mir aber auch bekannt und dann haben wir drüber improvisiert. Das war so, ich glaube, es war sogar Sebastian, der dann drüber improvisiert hat. Das war so geil. Ja. Super Tipp, vielen Dank. Hast du noch einen? Ach, unendlich viele. Ne? Weißt du was? Wir gucken mal nach ein paar Fragen zwischendrin. Sehr gerne. Ja. Also, wir machen jetzt mal vielleicht einige eurer Fragen. Ich gucke mal in den Chat rein. Und das ist super. Wir haben 163 Zuschauer hier. Wow. Fantastico. Werden wir jetzt reich, Horst? Ja. Super. So, jetzt gucken wir mal rein. Fabian und Wips aus Leverkusen. Grüße hier. Guck mal, Roland Bach. Sehr schön, sehr schön. Aus Salzburg. Grüße auch. Grüß. Jo, grüezi. Grüezi. Ja, Salzburg ist Österreich, muss ich aufpassen. Grüße an Schwabeland, herzlich. So, gut. Frio, warte mal, was heißt das? Frio-Tuning? Creo, Entschuldigung, ich glaube, es hat nicht richtig das hat auch schon jemand verbessert. Das versteht man, Creo ist schon geklärt. Also Cryo oder Clio ist einfach Tiefkühl-Tuning, ne? Wo man das Holz sozusagen auf den, mit was passiert es überhaupt? Das mit Stickstoff. Mit Stickstoff, flüssigem Stickstoff. Genau. Wird die Gitarre tiefgefroren, das soll das Holz, die Holzfasern ausrichten. Kann man auch, es gibt Schaubilder, wo man das auf so einem Elektronenrastermikroskop sehen kann, dass sich die Holzstruktur ändert. Und es verändert sich definitiv was, auch wenn viele mal sagen, das ist alles so, kann ich auch meine Gitarre draußen Wölfe anheulen lassen und so. Gibt's auch so. Aber das ist wirklich so. Ich war am Anfang, bin ich ganz ehrlich, ich bin genauso skeptisch gewesen. Aber die Gitarre kam zurück und es ist kein Witz, ich kenne meine Instrumente. Und besonders bei dieser Gitarre und bei der Strat, die ich spiele, das hat die Gitarre echt verändert. Ne? Schön, also es hat sie jetzt nicht komplett neu gemacht, aber sie klingt jetzt wirklich viel besser. Viel offener. Also das macht definitiv was. Man sollte mal schauen, natürlich jetzt nicht erwarten, wenn man eine billige Squire nimmt, für 100 Euro, dass da draußen ein Custom-Shop wird. Also da muss man die Kirche im Dorf lassen. Ja, aber ein Versuch werde ich auch mal unternehmen. Mach das mal. Also dann werde ich berichten, auf jeden Fall. Das gehört dazu. Clemens Freud. Hallo Horst, hallo Fabian, könnte eventuell ein Metal-Solo in der A-Moll-Pentatonik improvisieren. Es wird mir zu bluesig. Wir können auch High Wir können alles. Mach's in E. Völlig aus dem Aquarium-Kauer hier. Ich ziehe mal den Gain runter. Alles übersteuert. Alles versaut. Was geil ist zum Beispiel in den 80ern, diese Hair-Metal-Bands.
Menschen so, ne? Ja. Toll, toll, was er. Boah, ist fett wie die. Es ist Kann man die ein ganzen Zirkustricks machen. Brett. Super Anregung, muss meiner Frau nur erklären, dass ich Pentatonik übersinge und keine Schmerzen habe. Ja, das ist sehr gut. Ja, Das ist klasse. Dann besonders in hohen Tonarten. Jürgen Beck stellt hier eine nette Frage. Das ist ein großer Fan übrigens. Liebe Grüße, Jürgen. Fabian, spielst du noch mit offenen, einfachen Akkorden oder sind die langweilig geworden? Nein, überhaupt nicht. Ich kann ja einfach mal irgendwie, wenn ich jetzt so ein bisschen entspannter bin, ich spiele übrigens sehr gerne auch viel clean, ganz alleine für mich. Und dann würde ich vielleicht zum Beispiel sowas machen. Ich gebe dir einen schönen Clean Sound. Du brauchst nicht, passt schon. Ja, mal wie schön das ist. Ja, sorry. Ist das geile Fan? Also, sowas macht auch Spaß. Ne? So ist es nicht. Hätte ich es vernünftig gespielt, wäre es noch besser gewesen. Ah, das gehört dazu, das gefällt. Live. Das ist, was glaubst du, was ich als hier alles verhau, wenn ich live bin. Ne? Fabian hat also nochmal die Frage von Jürgen: Wie stehen deine Ton- und Volumenpotis? Bevorzugst du für eine Stellung irgendwas? Hast du eine Stellung der 4 Potties, wo du sagst, das gefällt mir sehr gut? Oder Ja, es kommt oder immer ist auf das den Sound. intuitiv dann? Es kommt ja. auf den Sound an. Mach doch mal noch mal diesen Sound von vorhin, diesen rockigen, diesen. Ja, Also, da ist er. genau. Also das wäre das volle Brett. Das Ja. fahre ich dann wirklich nur, wenn ich es brauche. Also ich würde es zum Beispiel so auf 5 oder 6. Mit so einem leichten Crunch. Und so fahre ich es am liebsten und dann kann ich immer, wenn ich spiele. Oder ich spiele zum Beispiel auch, dann wenn ich das Tonpoti drehe ich auch sehr gerne mal zurück, gerade beim Stegpickup. Ja, das ist zum Beispiel auch so ein Ding. Und je nachdem, was für ein Wiring du hast. Ich habe hier jetzt zum Beispiel ein 50s Wiring. Da ist es tatsächlich so, das ist ein bisschen so ein Phänomen. Fremdwörter, Alarm, Genau. Wiring, was ist denn das Hupe. jetzt wieder? Also eine Verdrahtung, also im Grunde genommen die Verdrahtung hier von diesen Aus den Schaltern. 50ern? Genau, aus den 50ern. Okay. Und wenn du ganz auf hast und jetzt mal hier zudrehst, dann hast du das ist wieder den typischen bluesigen Sound, das ist geil. Den Oberton. Scheiße, wie geil klingt Woman das Sound. denn? Das ist super geil. Genau, Das geht- ganz zugedreht. Ich habe ja gar keine Gitarre, die das wirklich so schön klingt. Ah, mit okay. dem. Also das gefällt mir richtig. Glaub Ist mal. das das Wiring? Das ist Wiring, ja, genau. Und jetzt kommt das Phänomen. Wenn ich jetzt nämlich zurückdrehe, dann ja doch, es wird auch ein bisschen dumpfer. Aber man kann es sehr schön als Clean Sound auch nutzen. Ich habe jetzt einen Screamer, ich mache raus. Jetzt fast Ja, sehr ja. weich halt. Ja. Und jetzt kommt das, was ich eigentlich am liebsten mache, ist zum Beispiel, jetzt kannst du mir da nochmal einen Clean Sound geben vielleicht. Also beim Neck Pickup im Grunde genommen das gleiche. Und bei dem Clean Sound mache ich es so, dass ich den Tonpoti sehr weit zurück, damit ich so einen leicht jazzigen Sound habe. So könnte man das machen. Oder was man auch machen kann, um euch nicht noch mehr zu verwirren, ist folgendes, wenn man die beiden zusammenschaltet. So einen schönen Country-Sound. Was man jetzt machen kann, ist einfach beide so auf 7 oder 8, dann klingt es noch mehr nach Country. Mit einer Paula, wie geil ist das denn? Exakt, genau. Wie geil.
Also kann man auch Funk mitspielen. Ne? Das ist, Und würdest du wirklich sagen, dass diese Verdrahtung so viel ausmacht? ja, Also ich glaube, ich mag das 50s Violin sehr gerne. Selten so einen schönen Sound mit den Tonpodis, was du jetzt rausgeholt hast. Ja, das ist so. Ich glaube, das ist ein bisschen alles. Ist generell, ich glaube, man sollte bei der Les Paul oder Les Paul ähnlichen Gitarre viel mit den Potis machen. Also ich habe ganz selten, dass ich komplett aufgefahren habe. Super. Mache ich nicht. Also was ich gerne mache, ist, wenn ich einen Amp habe, der nur einen Kanal hat, dann regle ich alles hier mit. Das heißt, bis es wirklich clean wird. Ja. Und das macht dann auch viel Spaß. Und Leute, es sind hier so viele verschiedene Sounds. Auch wenn man dann denkt, ja, es wird ja nur leiser. Nein, auch das Frequenzspektrum ändert sich ein bisschen. Cool. Ja, das mache ich sehr gerne. Sau cool. Vielen, vielen Dank. Gute Frage. Gute Ja, Frage. sehr gute Frage. Okay, machen wir weiter. Ja. Ja, auch hier, ne, Reinhard Haslinger sollte sich für ein sauberes Spiel die Festigkeit, mit der ich das Plektrum halte, mit der Dynamik schnell langsam der Spielweise ändern. Ah. Also was er meint, ist natürlich die Festigkeit, ist sogar ganz, für mich ganz entscheidend, wie ich die Töne dann erzeuge. Absolut. Und wie ich anschlage. Weil wenn ich hart anschlage, muss ich fester halten. Und wenn ich einen sanften, weichen, B.B. King-mäßigen Ton, dann halte ich das auch ganz sanft. Ne? Aber das ist auch wieder etwas, wie das Beispiel vorhin von Fabian, wo er mit den 3 Tönen gespielt hat. Das ist so eine individuelle Charakteristik, mit der du sehr deine Spielpersönlichkeit rausholen kannst aus der Gitarre. Ich finde, da sollte man auch viel mit experimentieren. Und auch, lasst euch nicht sagen, man hält das Plektrum nicht so, man hält es nicht so. Ist totaler Quatsch. Guckt euch Steve Morse an oder Pat Metheny. Ja. Steve Morse hält es, glaube ich, mit 3 Fingern. Pat Metheny hält es mit dem Mittelfinger. Eddie Van Halen auch. Und jeder hat seinen eigenen Style. Also da ruhig experimentieren. Ich bin schon durch Phasen gegangen, wo ich probiert habe, Daumen und kleinen Finger. Und ich habe alles Mögliche probiert. Und alles mache ich mir manchmal zu nutzen, weil manche Dinge klappen so besser, manche so. Ja. Manchmal nur die Finger, weil es mir vom Sound besser gefällt. Seid da offen und probiert viel aus. Ich habe mal Teile aus Too Many Notes probiert und habe es wirklich mit 3 Fingern besser spielen können. Ja, das ist so. Ich dachte, das gibt's schon nicht. Ne? Wieso? Wieso gelingt mir das? Ja. Ne? Es liegt. Oder eine Kombination aus beiden. Zum Beispiel diese. Genau. Ich gebe mal den Namen. Genau. Ja, gut. Habe ich lange nicht mehr gespielt. Aber man muss es trainieren. Genau, man muss es trainieren und man kann auch so viele schöne Sachen kommen. Man kann so viele schöne Sachen Ich krieg wieder Ideen! Wie ist das Picking-Muster? Also ich mache es im Grunde genommen so. Das heißt, genau. Wie viele pickst du? Abschlag, Hybrid Pick, Abschlag, Hybrid Pick. Immer. Moment. Wow. Ja, das dauert. Ist etwas kompliziert, ja, aber ich mache das super oft, wenn ich irgendwie auch, das ist jetzt schnell, man könnte es aber auch langsam. Hat halt auch einen anderen Sound, als wenn ich spielen würde. Achtet drauf. Oder? Das ist das. Es liegt immer daran, was möchte ich gerade ausdrücken, wie fühle ich mich, welchen Sound möchte ich haben. Und das verändert die Spielweise. Nicht, welche Marke das Plektron hat oder sonst was, aber auch da natürlich dicke und dünnes Plektron, dickes Plektron. Aber im Grunde genommen auch da ruhig mal ein bisschen mit spielen. Gibt kein Patentrezept. Großartig. Ganz tolle Tipps. Welche Tipps hast du? Okay, hier haben wir noch eine Frage. Ja. Und dann machen wir noch von dir zwei Tipps. Es wird heute richtig toll, ne? 183 Zuschauer, bleibt dran. Hallo ihr zwei, ganz tolle Tipps. Ganz toll fand ich auch das Malmsteen Special. Vielen Dank, fand ich auch. Danke. Welche Tipps hast du, um solche Arpeggios und Sweepings zu lernen und in die Finger zu bekommen? Ja, okay. Also meinst du wahrscheinlich diese Geschichte. Diese typischen, sag ich mal, verminderten Arpeggios, gehe ich mal davon aus. Was ich hier empfehlen kann, mit dem Dämpfen, ich weiß, was du meinst, weil wenn du nicht dämpfen würdest, wäre das ein totaler Mess, also totaler Lärmpegel, der da entsteht. Und ich mache das zum Beispiel so, ich glaube, der Malmsteen macht es auch. Du hast hier die Handkante und legst die halt hinten auf die Seiten auf
und es ist fast, also wirklich ein gedämpfter Sound. Und dann hast du halt diese Mixtur aus Ton und gedämpften Sound. Ich meine, wenn jetzt nur komplett dämpft, das ist so eine Mischung. Das heißt, der erste, die anderen sind gedämpft. Das heißt, Du würdest sagen, es ist also ein leichtes Dämpfen. Palm Muting. Ein genau, leichtes Palm Muting. Genau. So. So werde ich spielen. Das wäre jetzt zu viel. Genau, ist zu viel. Ja. Noch ein Tipp, versucht immer gerade bei diesen Sachen beobachte ich das selber bei mir, weil ich dann auch manchmal angespannt werde, locker bleiben, ganz locker. Das muss wirklich, letztens noch das Buch von Victor Wooten gelesen, was ich sehr ans Herz legen möchte, The Music Lesson. Und da fragt er auch seinen sogenannten Mentor, so eine fiktive Gestalt, die da mit auftaucht in dem Buch, wie man denn sowas üben würde. Und dann sagt er, wenn du dich jetzt mit mir unterhältst, denkst du da über alles nach, was du gerade tust? Oder? Nein, natürlich nicht, es kommt intuitiv. Und das muss auch bei solchen Dingen. Das heißt, üb die einfach, solange die Bewegungen klar sind, nicht immer ganz versteift. Aufschlag, 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 Abschlag, Sweep. Nicht mehr nachdenken, sondern einfach machen. Weil ich kann solche Sachen dann auch besser spielen, als wenn ich jetzt unter Anspannung, jetzt muss ich das und das spielen. Ne? Sondern das muss wirklich intuitiv passieren. Also beim Üben versucht nicht in dieses Kaninchenloch zu hüpfen, sozusagen, wie man so schön sagt, Rabbit Hole, indem ihr zu konzentriert seid. Das macht man dann ganz am Anfang, wenn du die Sache lernst, aber hinterher muss man da ein bisschen locker lassen und versuchen, auch da wieder die Vision, wie muss es klingen, und denkt immer, ich kann das. Das ist kein Problem, ist doch gar kein Problem hier. So einfach oft genug machen. Dieses Denken ist. Genau, man muss vorher die Vision haben, so muss es klingen, und dann einfach immer wieder probieren, Trial and Error, auch mal über das Ziel hinausschießen, gerade was das Schnellspielen, das wollte ich vorhin noch sagen, angeht, dass man nicht, ich sag mal, na klar, mit Metronom ist das gut, aber nicht immer so eine Steigerung um 5 und 10, sondern versucht auch mal über das Ziel hinauszuschießen, wirklich mal 30, 40 rüber oder noch mehr. Und dann versuchen einfach mal, dass die linke und rechte Hand, dass sie das lernen, einfach diese neue Bewegung abzuspeichern. Ja. Der Erfolg kommt dann im Laufe der Zeit. Yes. Ja? Korrekt. Kann ich auch unterschreiben. Habe ich genauso gemacht. Gut, sehr gut. Ja. Es klang zwar als Messi. Ja, erstmal ist das völlig normal, wenn das Messi klingt. Aber dann, was euch gesagt, an solche Sachen muss man natürlich auch oft spielen auch. Weil wenn man die in der Praxis, ich meine, ich mag Malmsteen sehr gerne, aber mein Stil basiert nicht nur auf Malmsteen. Auf gar keinen Fall, zum Glück nicht. Aber manchmal spiele ich diese Sachen schon gerne, aber da müsste ich die auch üben. Das ist völlig normal, weil gewisse Sachen gehen dann auch mal weg mit der Zeit, technische Sachen. Völlig normal. Ich habe letzte Woche Al Di Meola gemacht, habe es wahrscheinlich ein paar Jahre gar nicht so wirklich mehr gespielt, ab und zu mal auf dem Backing-Track improvisiert, und dann saß ich wirklich, Leute, eine Woche da, damit es wieder in die, halbwegs geht. Also völlig normal. Und auch da nochmal, ganz wichtig, man sollte mal schauen, wie macht das der Großmeister, sage ich mal vorsichtig. Ja. Aber gibt es vielleicht einen Weg, wie man es anders spielen kann? Weil man könnte jetzt zum Beispiel diese Arpeggios auch, das habe ich zum Beispiel mal probiert, indem ich hier mit Hybrid Picking, und das ist dann mein Sound. Nochmal. Das ist dann vielleicht jetzt eher mein Sound. Das fühlt sich für mich natürlicher an und das klingt dann auch authentischer. Ich klinge da nicht nach irgendwie 2 oder irgendwie möchte gern oder ganz gemein Hartz IV irgendwie. Sondern in dem Fall nehme ich vielleicht einfach erstmal etwas, weil ich möchte ja den Sound, ich liebe den auch, aber ich möchte ihn auf meine Art und Weise spielen. Und ich liebe es, von diesen Menschen zu lernen. Ja, ganz ehrlich. Genau. Absolut, klar. Es gibt mir so viel, was die Motivation angeht. Absolut, ja. Schön, cool. Ein Tipp noch von dir? Hast du noch ein, zwei? Ja, lass mich kurz überlegen. Ja, genau, das Thema Üben. Ja, genau. Zum Thema, Ohren auf, Augen zu. Ja, das ist wirklich so, Thema Üben. Üben, das ist so mein Standardsatz. Üben ist das, was man nicht kann. Alles andere, wenn ich sage, ich übe jetzt die Tonleiter, dann stimmt das nicht. Weil die kann ich ja schon. Das ist eigentlich Spielen. Das heißt, wenn ich das wiederhole, dann ist das jetzt für mich kein Üben, sondern das ist Spielen. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe da von so einem Arpeggio gehört, das geht irgendwie, da muss ich jetzt wirklich erstmal überlegen, okay, Grundton, das
Das sind so Dinge. Das heißt, ich muss einschreiben. Ja, mach das. Weil ich so oft schon gesagt habe, spielt das nicht, was ihr schon könnt. Genau. Ja? Denn das ist dann, es ist sinnlos, es sei denn, du spielst ein Live-Gig und dann musst du die Dinge spielen, die du kannst. Aber wenn du wirklich wenig Zeit hast, übe Zeit, wärm dich auf, finde ich, wenn du älter bist, sehr, sehr wichtig. Und das, was Fabian jetzt gesagt hat, ist eigentlich schon alles gesagt. Das ist so eine Weisheit, wie Lao-Tse sagen würde, eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. So wertvoll, was er jetzt gesagt hat. Dinge, die du schon kannst, brauchst du nicht mehr spielen, es sei denn, du packst sie in einen neuen Kontext. Genau. Und auch da, was die Übezeit angeht, mal ganz ehrlich, wenn ich etwas übe, was ich noch nie gemacht habe, wenn ich das eine halbe Stunde mache, dann ist mein Kopf so, der raucht und ich kann nichts anderes mehr machen. Und wenn ihr das wirklich mal macht, das heißt etwas übt, was ihr vorher noch nicht gemacht habt, macht das mal eine halbe Stunde und dann wollen wir mal gucken nach 1-2 Wochen, wie super gut ihr das könnt. Das ist Fakt. Ne? Ich sage es immer wieder, man muss sich selber natürlich auch dann motivieren. Man verfällt viel zu schnell natürlich wieder an das Muster, das kann ich schon und das kann ich wählen und das spiele ich schon. Mach's doch genauso. Alle machen Jeder macht's. Ja. Jeder macht's, aber geht aus der Komfortzone raus. Ich komme oft raus, indem ich einfach mal einen Backing-Track anschmeiß. Dann improvisiere ich ein bisschen drüber und dann ist so diese Drang des Spielens, weil wir wollen alle spielen. Genau, wir sind süchtig nach Spielen. Ja. Sport, Computerspiele, Gesellschaftsspiele, was auch immer. Wir wollen spielen. Wir sind als Kinder, was machen die Kinder? Sie spielen. Und wir Erwachsenen vergessen es, aber kommen dann in so ein Hobby rein, wo es heißt Gitarre spielen und wir spielen sehr, sehr oft auf dem Instrument, ohne dann eben immer so ein nächster Schritt einzuleiten in der Entwicklung. Geht mir genauso. Ich muss noch was ganz, ganz Wichtiges sagen. Etwas, was ich zum Beispiel beim ersten Mal, wo ich hier war, du hast mich auch nach meinen Tipps auch gefragt und so ein paar Ideen. Das Allerwichtigste bei allen Dingen ist immer Timing. Das ist so mit das Allerwichtigste. Und da gibt es einen sehr guten Tipp, wie ich finde. Und zwar, macht es doch mal so, mittlerweile gibt es ja auch Drum Loops und Grooves, die man irgendwo hören kann. Und wenn ihr dann mal versucht, vielleicht am besten sogar bei einer Aufnahme, einfach mal so einen Loop zu erstellen und hört mal genau hin, was macht das Schlagzeug eigentlich? Was macht die Bassdrum? Was macht die Snare? Was macht die Hi-Hat? Und versucht mal jedes einzelne Element mit der Gitarre zu imitieren. So, und wenn ihr das mal mitspielt mit so einem Drum Groove, das können wir jetzt hier leider nicht machen, das ist ein bisschen aufwendig, aber das wäre im Grunde genommen das, indem ihr hört, wenn ich das nur spiele. So, jetzt spiele ich nur pa, pa. Und schon komme ich vielleicht auf eine andere Idee. Und so entwickelt sich dann, weil meine Idee ist, ich höre den Groove vorher. Wenn ich jetzt ganz alleine spielen würde, was ich vorhin zum Beispiel, wo ich einen Fehler gemacht habe, wo ich mich jetzt selber verärgere, wo ich vorhin gesagt habe, wir machen was Metal-mäßiges. Ja. Du hast gesagt, ich habe sofort losgelegt. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann eigentlich. Großer Fehler von mir, weil ich habe gar nicht gehört, was du gemacht hast. Das ist nicht gut, sondern immer erstmal hören, was passiert da eigentlich und dann drauf eingehen. Das klingt immer besser. Also beim Musikmachen immer erstmal das Allerwichtigste noch, die wichtigste Lesson, hören. Listen, listen, listen. Oder? Super Beispiel, Fabian. Und das mit dem Schlagzeug, ihr wisst, ich bin ein Riesenfan von diesem Instrument und ich habe unglaublich viel gelernt, indem ich das Schlagzeug imitiere. Mir hat niemals in meinem Leben irgendein Gitarrenlehrer, irgendjemand gesagt, lern dieses Schlagmuster. Wir haben einfach das Schlagzeug imitiert. Wir haben uns an das Schlagzeug gehängt und das war intuitiv, hat alles geklappt. Absolut. Und dann brauchst du das nicht mehr. Ich meine, transkribieren, einfach hört euch einen Groove an und nimmt alles bis ins Detail Fremdwortalarm, so viel. Was ist das? Transkribieren? Was ist das? Also transkribieren ist im Grunde genommen etwas wiedergeben, also wenn man etwas raushören, wenn man es wirklich so übersetzt und nicht unbedingt aufschreiben, aber halt möglichst wiedergeben. Wenn du nachplappern, also ganz primitiv gesagt. Wenn du jetzt irgendwie, wenn man eine Sprache lernt, du sprichst sag mal irgendwas. Rumänisch? Ja. Checken dat meine Gitarre. Ja, das könnte ich jetzt nicht so schnell. Aber ich versuche es zu imitieren und ich mache es langsamer, zum Beispiel mit einer Software, hör es mir an und versuche es wirklich Ton für Ton rauszuhören, jede Silbe. Und so lerne ich das halt am besten von den Großmeistern, wie Malmsteen, Vai, was weiß ich, wen ihr gerne hört. Ne? Un arpeggio are normal cel puțin 3 tonuri în muzică. Arpeggio, 3 Töne, Musiker? Ja, hast du es kapiert, ne? Das ist sehr nah am Italienischen. Ja, genau. Ne? Okay. Ja. Also ein Arpeggio hat in der Regel mindestens 3 Töne. Ja, genau. Und alles das, was ihr lernt mit der Griffbrettorientierung,
soll ja auch eure Ohren. Deswegen sage ich, singt die Sachen mit, weil wenn ihr etwas hört und raushören wollt, dann es sind ja, wir haben nur eine gewisse Anzahl an Tönen, 12, um genau zu sein. Ja. Und die gibt es in unterschiedlichen Reihenfolgen. Und wenn das Ohr die Töne kennt und die Reihenfolgen und die verschiedenen Rhythmen, kommt man schneller ans Ziel. Sehr schön. Also, danke. Einfach mal probieren. Transkribieren sollte man jeden Tag immer ein bisschen machen. Haben wir noch ein paar Fragen? Ja, jetzt guck mal rein. Ja. Danke, Fabian. Danke. Ja, es ist immer, der Chat ist hier immer besonders. Ich Sehr schön. Liebe das hier. Ganz tolle Tipps hast du, also okay, das war mit den Arpeggios. Hast du einen Tipp, wie man am besten Hybrid Picking lernt oder übt? Ich habe damals angefangen mit Hybrid Picking mit so Banjo Rolls. Ich mache es mal vor. Im Grunde genommen, ihr kennt das bestimmt. Ich will es lieber nicht spielen, nachher wäre noch gesperrt oder so. Ich mache sowas Ähnliches. Im Grunde genommen sagen wir würden den dritten Finger im 5. Bund auf der D-Seite auflegen und den ersten Finger im 3. Bund auf der H-Seite. Und wir spielen jetzt mit dem Daumen, ich komme ein bisschen näher, mit dem Pick spielen wir die D-Seite an, dann mit dem Mittelfinger die G-Seite und mit dem Ringfinger die H-Seite. Und wenn ihr das einfach mal wiederholt. Jetzt könntet ihr... zum Beispiel üben, indem man einen einfachen Akkord nimmt und dann vielleicht versucht erstmal nur mit 3 Tönen, sodass der Mittelfinger und der Ringfinger, ja, genau. Ja, ich spiele das Lied nicht. Nein, das meine ich ja. Weil das Genau. ist die Blocken. Ja, genau. Oder, noch ein kleiner Tipp, sagen wir würden jetzt zum Beispiel die Tonleiter in Terzen üben. Sagen wir. So könnte man das auch sehr gute Idee. Und dann halt ja. Genau, und so kann man das dann aufbauen und dann integriert man es auch ins Spiel, was noch viel wichtiger ist. Bitte achtet auf die Dynamik, weil man kann Hybrid Picking natürlich nutzen, indem man den Ton sehr betont. Ja, das kann man machen, aber ich würde auch immer üben, sagen wir spielen den gleichen Ton. Gleiche Lautstärke, oder? Gleiche Lautstärke. Ja. Und übrigens auch, was ich letztens mal probiert habe, auch mal, als wenn man, sage ich, indem man, auf eine Seite. Hat so einen schönen Effekt, Ja, so einen ja. Stottereffekt so leicht. Also man kann unzählige Sachen machen. Genau, solche Sachen. Mit einem Finger finde ich es ganz okay, aber bei mir mit dem habe ich, also Ich nehme auch manchmal den 4. gerne. du machst 4 sogar, bist du närrisch. Oh wow. Das macht dann auch viel Spaß. Oh, also man kann da schon ganz, ganz verrückte Sachen machen. Hast du auch Nägel brauchst du nicht? Oder? Nein, ich spiele nur mit dem Flash, Flash, also mit der Haut sozusagen. Genau. Wow, toll. Oh, irgendwann noch ein Hybrid Special, das gefällt mir. Ja, das kann man auch gerne machen, klar. Könnt ihr am Ende ein Gitarrenbattle hinlegen? Ne? Wir sind nicht bei RTL hier. Wir sind doch nicht bei RTL, oder? Nee. Moment, wir könnten höchstens unsere Gitarren total verstimmen, was ganz Schlimmes spielen. Das wäre mal lustig. Ja. Oder mit niedergedrücktem Tremolo spielen. Ne? Ein Battle, ne? Ja. Da spannen wir euch noch auf die Folter. Ich glaube, beim Fabian muss ich eher den Sebastian herholen, dann, dass der das mehr gebettelt wird. Ne? Gerne. Battle sind doof. Musik hat nichts mit Battlen zu tun. Nee. Also sorry. Mit 20 habe ich mal anders gehabt, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich auch gedacht, ey, ich bin der Geilste. Und hin und her. Irgendwann wird man dann mal wach. Leute, das ist kein Sport. Ne? Ja. Außerdem, es gibt immer einen, der schneller ist. Es gibt immer einen. Es gibt immer einen. Immer. Es gibt immer einen 8-Jährigen, der das alles schon kann. Ja, und einer, der es sogar rückwärts spielt. Ja, dann. eben, genau. Also macht euch da nichts vor. Und dieses Battlen, also ist nichts für mich. Ja. Nee, super. Sehr schön. Hast du die SD56 eine Strat oder eine SD von Horst? Nee, ich habe das 60er Pickup-Set von Amber Pickups von Wolfgang Damm. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von den Amber und von den Kloppmännern. Von Kloppmanns. Das sind so meine Favorites. Gibt natürlich noch viele andere gute, ja, aber das ist halt mein Flavor. Wie Sand am Meer. Wie Sand am Meer. Ne? Aber ich glaube, wenn man euch den Tipp gibt, mit diesen beiden Marken fahrt ihr
Häusl dürfen wir auch nicht vergessen. Auch sehr gut. Fahrt ihr im High-End-Bereich sehr, sehr gut. Also Amber 60er Strat mit dem 59er Humbucker hier hinten drin. Ne? Ja, das macht schon Sinn. Macht Sinn, ja. Klingt ordentlich. Klingt ordentlich. Und auch gesplittert klingt sehr gut. So, also ein Buchtipp. Der Buchtipp war von Victor Wooten. Ich werde das verlinken unter dieses Video. The Music Lesson. The Music Lesson, ich habe es auch. Also ganz ehrlich, vom didaktischen Ist her und so, spirituell? ich finde es, ja, sehr spirituell, aber es ist für mich das beste Lehrwerk, was es gibt. Weil, wenn man wirklich mal genau hinhört und ich meine, man muss Victor Wooten nur hören, um zu wissen, der erzählt kein Bullshit. Das ist jetzt kein RTL 2-Verkäufer, sondern der weiß, was er tut. Und super geil, also wirklich. Legende. Ja. Legende. Also ich finde, es sollte eine Mixtur sein. Ich sag mal, nur nach seinem Werk finde ich dann schon ein bisschen vage, weil man darf ja auch nie vergessen, der Victor hat ja auch vorher Tonleitern geübt und hin und her. Das ist alles eine Verknüpfung. Es gehört alles zusammen. Oder? Ja, es ist spirituell, Ja, diese 10 Regeln, die er da auf den Punkt gebracht hat, sind so schön in der Story verpackt. Ja. Das ist absolut lesenswert und erleuchtend. Ne? Es ist einfach. Holt euch die Hörbuchversion, weil die spricht er selber. Super geil. Ich habe jetzt auf dem Hinweg sogar noch hierhin in der Aber Bahn. in Englisch wahrscheinlich. Ja, in Englisch, okay, muss man Englisch können. Ja. Aber ist echt super gut gemacht, auch mit Musik im Hintergrund. Ist Hat auch er ein fein ganz, ganz toller Mensch. Mega, ja. Ja. Mega, mega. Ich habe ihn noch nie live, ich habe ihn auf den Shows ein paar Mal gesehen und es ist nicht nur die Technik, es ist einfach das ganze Paket. Der Mensch. Exakt. Boah. Also, Weltklasse-Musiker. Hallo Fabian, kann es sein, dass du an deine Gitarre der Sattel versetzt ist? Wenn ja, warum? Der Sattel versetzt? Der Sattel versetzt? Nee. Ich nicht, nein. Sieht das vielleicht so aus? Es kann sein, dass es Verzerrungen gibt durch die Ja, Kamera. das kann, nee. Ist alles okay hier. So mal ein Arpeggio über 5 Seiten spielen, hoch und runter, mir die Stellung, Winkel deines Plectrums zeigen. Friederike. Kühn. Also. Machen wir. Also. Das ist downward geslantet. Genau. Also down, down, down. Also Sweep im Grunde genommen. Ich hab's gerade viel. Okay. Und dann up, up. Pull off, up, up, up. Also ein Sweep. Das wäre das im Grunde genommen, dieses Sehr gut. typische Arpeggio. Sehr gut, vielen Dank. Super. Ist jetzt aber nicht so ein Ding, was ich oft benutze, bin ich ganz ehrlich. Also so Sweeping-Dinger mache ich schon mal so, aber eher nicht. Also was ich früher mal sehr gerne gemacht habe, ist dann eher so. Sind dann so getappte Geschichten. Natürlich nichts. Und dann eher solche Sachen, so getappte Arpeggios habe ich mal eine Zeit lang gerne benutzt. Aber mittlerweile gehe ich immer mehr davon weg. Ja. Und ich spiele auch sehr, sehr gerne einfach nur clean. Ja. Super gerne. Ne? Einfach, weil die Tonqualität dann für mich nochmal, die Gitarre bringt dann nochmal so mehr von dem eigentlichen Ton rüber. Es ist eine logische Entwicklung bei vielen. Ja, genau, es ist tatsächlich so. Darf ich noch fragen? Ja. Hast du so bestimmt einige Heroes, die dir sehr am Herzen liegen? Ja. Ich bin immer ein Verfechter von man soll Vorbilder haben und nach den eifern. Gibt es so eine Top 5 vielleicht, wo du sagst, wahrscheinlich sind es viel mehr, aber es wird so ein paar, wo du sagst, an denen bin ich nicht vorbeigekommen. Ja. Die haben mich wirklich Klar, weitergebracht. Also ganz klar, Yngwie Malmsteen ist ganz klar. Was hat dich bei ihm so faszinierend? Der Ton, den er hat. Ja, es ist natürlich auch die Geschwindigkeit, die Technik, ganz klar. Ja. Aber allein das Vibrato, was er hat, ist göttlich. Ja. Wenn er einen Ton stehen lässt, dann fällt die Sau vom Stuhl. Das ist der Hammer, das ist wirklich so. Also das ist das. Also, zum Beispiel mein Lieblingsstück ist dieses Icarus Dream Suite. Das ist so fantastisch. Wenn ihr das mal wirklich hört, allein wie er anfängt mit der Melodie, das ist so unfassbar gut gespielt. Das war auch so sein Peak, seine Höchstzeit, finde ich. Also ist mir immer auch noch sehr, sehr wichtig und der liegt mir immer noch am Herzen. Und gelegentlich reizt mich dann auch mal wieder so ein paar Licks zu üben oder rauszuhören. Sehr schön. Ja, meinem Sinn ist einer. Super. Nächster? Das sind zu viele. Ich glaube, das ändert sich auch täglich. Das ist das Gemeine. Ich würde mal sagen, Gary Moore auch sehr, sehr gerne. Habe ich eine Zeit lang, also als ich angefangen habe, Slash zu hören, danach kam so Gary Moore. Slash können wir eigentlich auch mit reinnehmen. Gary Moore, weil er eine sehr aggressive Art hat und immer voller Power. Du hast immer gesehen, der gibt nicht 100%, nicht 200%, der gibt 300%. Alles.
am Schwitzen, am Spielen, der lässt den Ton, der schlägt den an. Da ist richtig Energie drin, da ist Kraft drin, da ist Saft drin und das ist der Hammer. Also wirklich ausdrucksstärkeres Spiel wirst du kaum finden. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das ist echt Mörder. Zufall will's. Beide. Vielleicht bei dir auch. Bei mir auch. Ja. Ich bin fast, also mich hat's umgehauen, das Rising Force Album. Ich habe vorher schon 2, 3 Stücke, wo er bei Alcatraz gespielt hat, gehört und habe gedacht, Gott, was ist das? Das gibt's ja nicht. Ja. Das ist absurd. Und dann kam das Rising Force raus und da war es um mich geschehen. Und das hat mir wirklich so geflasht, dass ich 1,5 Jahre nur so Sachen geübt habe. Hat viel gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich. Und Gary Moore war genauso, diese Energie, diese bedingungslose Liebe zu der Gitarre, zur Musik und die dann dem Publikum. Der Gary, der irgendwie hat oft auch selbstverliebt als für sich gespielt. Ja, natürlich. Ne? Aber der Gary nicht. Der Gary hat fürs Publikum immer alles rausgehauen. Ja. Das hat mich auch. Ohne Ende. Ich liebe ihn auch. Ja, überall. Dann auf jeden Fall nicht zu vergessen David Gilmour, also Pink Floyd generell, ein totaler Pink Floyd-Fan. Danke nochmal an meine Eltern, dass ihr das viel gehört habt damals. Und das ist wirklich so, weil ich glaube, es ist der einzige Gitarrist, der mal kein schnelles Solo gespielt hat. Und alles, was er spielt, macht Sinn. Alles, was er spielt, ist super schön. Und das passt einfach alles. Man muss nur an Shine and Crazy Diamond denken oder andere Sachen. Einfach genial. Ne? Mit 12 war ich so auf meinen ersten Schulfreunden feiern. So Garagenferien. Ja. Und ist ja klar, 80er Jahre oder Ende der 70er, was da für Musik lief, Disco. Und ich hatte damals schon so eine Schachtel mit 10 Kassetten drin. Und so gegen 10, 11 abends habe ich gesagt, so, können wir jetzt mal wirklich gescheite Musik hören? Pink Floyd. Sehr kam cool, da ja. rein. Und natürlich Toto. Und ich liebe Luke Hater übrigens. Ja, auch. Ja. Und ACDC ist ja eine gescheite Rock. Ich meine, wer liebt ACDC nicht? Ne? Also wer E-Gitarre spielt. Absolut. Und ansonsten, weiß jetzt gar nicht, Gitarristen, natürlich, klar, die Standard. Aber mittlerweile höre ich gar nicht mehr so viel Gitarrenmusik und Gitarristen. Ich höre lieber andere Instrumente gerne. Ich höre Saxophon, Michael Brecker zum Beispiel. Fantastisch. Oder Cello. Cello ist zum Beispiel super schön. Oder generell Geige. Man kann sich ja so viel angucken, allein was das Vibrato betrifft. Nuancen dann rausholen aus der Gitarre. Mit der Strat geht schöner, da kann man die so schön. Kann ich mit der Les Paul nicht so gut. Aber mit der Strat kann man das super schön. Solche Sachen oder auch Opernsänger hören, weil die haben echt ein geiles Vibrato. Das ist einfach Fakt. Hört euch mal so ein Pavarotti an, wenn der den Ton stehen lässt. Und versucht das auf der Gitarre nachzuspielen. Also ich bin da momentan mehr so, dass ich so Gitarrenmucke höre ich mir gar nicht mehr an, ehrlich gesagt. Also extrem selten. Klar, sehe ich dann auch mal gerne so einen Guthrie Govan, wenn er spielt. Das ist zum Beispiel auch ein großes Vorbild, ganz klar. Aber generell werde ich immer mehr eher zum Musiker als zum Gitarristen. Gut. Also einfach mehr. Also das Ziel letztendlich. Ja, das genau. ist ein Prozess. Ja. Ein Prozess stattfindet. Ist nicht mehr so dieses, oh geil, das Slash-Lick, das will ich jetzt lernen oder so. Ja, das, okay. Natürlich macht das auch Spaß, Ja, aber ja. ich glaube weiß ich nicht. Also ich höre mir lieber einen geilen Song an mittlerweile. Ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Gemischt. Ja, Ich kann beides. Ich höre weniger, wie sich die meisten wahrscheinlich vorstellen. Ich betreibe eine bewusste Hygiene, wenn es um Musik geht. Ich liebe, ich kann mir Pavarotti fast gar nicht anhören. Ich weine, wenn ich ihn höre. Ne? Das weil er so unglaublich gesungen hat. Letztens habe ich mir wochenlang einen der besten Konzerte. Ich habe nur Piano gehört, 2, 3 Wochen. Ja, geil. Dann habe ich wochenlang nur Geige gehört, Menuhin und so. So schön, genau. Also ich bin so Phasen. Ja, das ist bei mir aber auch so. Dann gibt es so Phasen, da ist mal das eine Zeit und dann das. Finde ich aber auch sehr wichtig, dass man nicht nur unbedingt man hat immer seine Phasen, wo man dann vielleicht nur Satriani gehört hat früher. Genau. Habe ich mir zum Beispiel ewig nicht mehr angehört. Einfach nicht, weil natürlich ist genial alles, aber weiß ich nicht. Also man hat ja die Gitarre den ganzen Tag in der Hand auch. Ne? Du willst ja auch mal was anderes hören. Genau. Toll. Fertig. Sehr schön. Übrigens sehr noch schön. ganz kurz, wenn wir bei Gitarristen sind, Eric Johnson darf man auch nicht vergessen. Ja. Das ist ja richtig, ne?
auch einen super geilen Sound, Ton, generell wie er spielt, was er 2003 macht. sitze ich bei Line 6, bin auf der NAMM Show, wir waren drin, viel geredet, dann setze ich mich raus zwischen ein paar Amps. Ist dann so, ich habe es ja gar nicht bemerkt, plötzlich sitzt Eric Johnson neben mir, also auf der Entfernung. Saß einfach da, hat sich einfach so hingesetzt. Ne? War halt dann auch am Line 6 stand und ich, oh Gott, wenn ich ihn jetzt nicht frage, wann komme ich denn dazu? Und eine klassische Frage war dann eine der Fragen, ich habe ihm natürlich ganz höflich mich vorgestellt, dann, das ist ja nervig, ne, wenn immer da einer kommt. Ja, und ich gesagt, wenn man eine Bitte erfüllen könnte, wenn es darum geht, sowas zu erreichen, wäre diese Meisterschaft, die er in meinen Augen erreicht hat auf der Gitarre. Wie viel Zeit hat er verbracht und was würde er empfehlen? Wie lange braucht man dafür? Und dann hat er gesagt, so darf man nicht denken, so geht man nicht vor. Man macht das einfach so lange, bis man an den Punkt kommt. Und wenn es 5 Stunden sind, die man am Tag braucht, dann sind es halt 5. Aber in der Regel würde er sagen, alles was gezieltes Lernen und Trainieren über 4 Stunden hinaus gibt, ist das Gehirn kann das nicht verarbeiten, sagt er. Ne? Und sagt er auch noch, wenn du jünger bist, geht mehr, hat er gesagt. Ne? Hast du auch andere Gedanken? Ja. Okay, cool. Sehr cool. Ich glaube, eine Stunde sind wir jetzt, Stunde und 10 sind wir sind 1 Stunde und 11 schon live. Okay. Und die Amerikaner sagen immer, let's wrap things up. Yeah, let's wrap things up. Wir nähern uns dem Ende heute. Und natürlich gibt es so viele, ihr Lieben. Ja. Danke, herzlichen Dank an euch alle. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Sehr, sehr wertvolle Stunde, meiner Meinung nach. Sehr, 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 sehr gut. Sehr viel Spaß, lieber Fabian. Was ich als Abschluss, lass mir überlegen, was könnte ich dich noch fragen? Eine gute Frage noch. Lass uns ein bisschen ins Jetzt kommen. Du machst ja auch einen Podcast, den möchte ich nicht unerwähnt lassen. Genau. Ich werde den auch verlinken. Von meinem lieben Freund Justin Hombach. Und würde gerne da was jetzt von dir haben. Also der Fabian hat einen Podcast, den ich auch gleich abonniert habe und immer wieder sehr gerne reinhöre. Sehr, sehr tolle Gitarristen. Wen habt ihr jetzt interviewt letztens? Jetzt hatten wir zum Beispiel, ist noch nicht veröffentlicht, deswegen darf ich es nicht sagen, aber wir haben, doch einen kann ich schon verraten, es wird Peter Fischer sein, der haben wir zum Beispiel dabei, ist auch sehr interessant, wird wahrscheinlich jeder kennen. Ne? Die Folgen werden jetzt rauskommen. Dann haben wir zum Beispiel Michi Wagner gehabt, also Michael Wagner. Das ganz fantastischer Blues. Komplett durchgehört. Ja. Super Tipps. Super Tipps, super Typ. Auch Martin Miller natürlich haben wir auch da gehabt. Super. Super geil. Macht viel Spaß. Wir reden über alles, was Gitarrenkram angeht. Gitarren-Nerd, von oben bis unten, wie man übt und hin und her. Schaut mal vorbei, hört euch das an. Das heißt Let's Talk Guitar und ist halt mit mir und Justin Hombach. Und magst du über ihn was sagen? Über deinen Freund? Justin Hombach ist ein tierischer Gitarrist. Also so ein typischer Shred-Gitarrist, er nennt sich auch immer so ein bisschen so ein Shred-Instructor. Also der zieht sich da mal eben über Nacht so ein neues John Petrucci, den Petrucci-Song rein und hört den komplett raus und macht dann auch eine Lesson dazu. Wahnsinn, direkt an einem Tag hört er alles raus und spielt das. Also technisch auch wirklich Überschallniveau, unfassbar gut. Ne? Also unbedingt mal seinen Kanal abonnieren und seine Sachen hören. Du gibst mir die Links dann dann packe ich die unten rein. Toll. Ja, toller Podcast. Danke. Und möchte ich nicht unerwähnt, weil wir brauchen das. Warum brauchen wir? Wir brauchen nicht nur deinen Podcast, sondern wir brauchen einfach das Bewusstsein nicht nur für die Musik und für dieses tolle Instrument, aber was ich glaube, das wichtig ist, auch für die Heilung der Menschen nach dieser Geschichte, in der wir jetzt noch uns tief drin befinden und die uns wahrscheinlich noch die nächste Zeit sehr beschäftigen wird und begleiten wird, ist aber, wenn das mal dann vielleicht wieder in normalere Regionen sich alles vielleicht irgendwann befindet, vielleicht in einem Jahr, dass dann wieder Konzerte stattfinden können und alles sich ein bisschen normalisiert hat, ist mir ganz wichtig, dass wir nicht vergessen, dass die Musik, ich rede nur von der Musik und nicht von der Kunst und allem, was da dran hängt, für mich nicht verzichtbar ist. Sie ist unverzichtbar. Es darf nicht, ich meine, die Pandemie hat uns jetzt gezeigt, dass unser Land es sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, weltweit fast in der Top 5 wuppt. Absolut. Ja. Weil die Deutschen wirklich auch ein gebildetes und
in Anführungszeichen auch diszipliniertes Volk sind. Ja. Wenn man sich anguckt, was in anderen Staaten passiert, ist schon, da ziehe ich jeden Hut. Ja. Und worauf ich hinaus will, ist, wir haben aber auch gelernt, dass wir nicht zu den systemrelevanten, das ist sehr traurig bitter eigentlich, auch und bitter für viele Musiker, dass wir nicht systemrelevant sind. Ja. Und wir sehen, viele Musiker, auch Künstler mittlerweile haben auch sich die Großen, auch Herbert Grönemeyer hat sich diese Tage geäußert, fand ich sehr, sehr gut. Ja. Und könnte noch viel mehr kommen, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Egal aus welcher Branche, ich meine, ich will jetzt niemand nahe treten. Nicht vergessen, die ganzen Kabelträger, die ganzen Leute, die aufbauen und abbauen, die können alle nichts machen. Die können alle nichts machen. Ja. Es sind ja nicht die 5 Musiker auf der Bühne stehen, es sind mindestens 10-mal so viele noch hinten dran. Ja. Ja. Und wir sind nicht verzichtbar. Ich bin der Meinung, wir sind nicht verzichtbar. Deswegen machen wir auf digitaler Ebene Werbung für die Liebe zur Musik, die Liebe zur Gitarre, die Liebe zu allem, was dazugehört. Ja. Und deswegen ist ein Podcast wichtig und die Musik, die Gitarre als Instrument, alle anderen Instrumente, eins kann ich euch sagen, die werden wir in 1000 Jahren noch haben. Aber viele der Dinge, die heute so wichtig sind, wie so ein Bullshit wie Instagram oder TikTok und TikTok ist was Schreckliches, meine Fresse. Ja. Was ist gruselig, ne? TikTok. Was gibt es noch? Snapchat und alles. All diese Lebenszeitfresser, die so sinnlos sind und die einfach nur die Aufmerksamkeit der Menschen klauen und sie knechten, die werden in einigen Jahren völlig unwichtig sein. Sie werden verschwunden sein, wie die Amerikaner sagen, like a thin fart on a hot summer roof. Und das dürft ihr jetzt übersetzen. Ich übersetze es nicht. Nein, und ich bin aber sicher, dass das noch in 1000 Jahren gespielt wird. Ja. Ich bin mir sicher, weil es hat das ist universelle Sprache. Es ist einfach universelle Sprache. Die Instrumente werden anders aussehen, aber es wird gespielt. Genau. Und damit möchte ich heute beenden, auch als Motivation für euch da draußen und als Dank von unserer Seite, dass ihr eure Gitarren in der Hand habt und bitte nicht nur in die Hand nehmen. Üben und ja, natürlich. Und spielt viel und begeistert eure Verwandten, begeistert eure Familien, vor allen Dingen die nächste Generation, eure Kinder. Nehmt das Instrument in die Hand und es tut allen gut und es ist systemrelevant. Es ist ganz wichtig. Absolut systemrelevant. Ja. Lieber Fabian, ich danke dir unfassbar viel. Danke euch vor allen Dingen auch. Danke ganz herzlich. Und euch, die alle live dabei wart, vielen Dank dafür. Es war mir eine große Freude. Sehr, sehr wertvolle Tipps wieder von dir bekommen. Und wir werden uns noch sehen. Auf jeden Fall. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund vor allen Dingen in dieser Zeit. Achtet auf euch. Jetzt kommen die kälteren Tage. Und nochmal alles Liebe, alles Gute. Macht's gut. Ciao. Macht's gut. Ciao.